Guten Tag zusammen. Willkommen bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry. Und ich bin Emilia. Heute sprechen wir über ein super wichtiges Thema, das jeder in Deutschland kennen sollte. Es geht um Garantie und Rückgabe. Also, wenn du etwas kaufst und es kaputt ist oder dir nicht gefällt, was kannst du machen? Genau, Emilia. Viele Leute denken, Garantie und Rückgabe sind das Gleiche. Aber das stimmt nicht. Es gibt große Unterschiede. Und hey, liebe Zuschauer, habt ihr schon mal etwas zurückgegeben? Schreibt es in die Kommentare. Also lass uns mit dem Rückgaberecht beginnen. In Deutschland hast du bei Online-Käufen ein spezielles Recht. Du kannst die Ware innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. Ohne Grund, das ist das Widerrufsrecht. 14 Tage, das ist cool. Also, wenn ich heute ein paar Schuhe online kaufe und sie mir nicht passen, kann ich sie zurückschicken. Aber nur bei Online-Käufen, richtig? Richtig, das Widerrufsrecht gilt nur für Online-Shops, Telefonbestellungen oder Haustürgeschäfte. Wenn du im Laden direkt kaufst, hast du kein automatisches Rückgaberecht. Viele Geschäfte bieten es trotzdem an, aber das ist freiwillig. Aha, das wussten bestimmt nicht alle. Also, im normalen Laden musst du nicht zurücknehmen, aber viele Geschäfte machen es trotzdem. Emilia, wie funktioniert das mit den 14 Tagen genau? Die 14 Tage beginnen, wenn du die Ware bekommst. Nicht, wenn du bestellst. Du kannst die Ware in dieser Zeit öffnen, anschauen und testen. Aber du musst vorsichtig sein. Du darfst sie nicht beschädigen oder zu viel benutzen. Was bedeutet zu viel benutzen? Das ist manchmal schwer zu verstehen, oder? Ja, das stimmt. Ein Beispiel. Du kaufst ein Kleid online. Du kannst es anprobieren wie im Laden. Das ist okay. Aber du darfst es nicht bei einer Party tragen und dann zurückschicken. Das wäre zu viel. Verstehe. Also, nur testen, nicht richtig benutzen. Und wenn ich die Schuhe im Haus anprobiere, ist das okay. Aber wenn ich damit durch die Stadt laufe, dann nicht mehr. Genau. Du musst es so behandeln, wie du es im Laden machen würdest. Kurz anschauen, testen, fertig. Und noch wichtig, du musst die Originalverpackung aufheben. Oh ja, das ist wichtig. Ich werfe manchmal direkt alles weg. Aber wenn ich zurückschicken will, brauche ich den Karton, die Anleitung, alles. Richtig. Viele Online-Shops geben dir auch ein Rücksendeformular. Das musst du ausfüllen. Oder du schreibst eine E-Mail. Du musst sagen, ich widerrufe meinen Kauf. Dann hast du noch 14 Tage Zeit, um die Ware zurückzuschicken. Moment, Emilia, das verstehe ich nicht ganz. 14 Tage, um zu entscheiden und dann nochmal 14 Tage zum Zurückschicken? Ja, erste 14 Tage. Du entscheidest und sagst dem Shop Bescheid. Zweite 14 Tage, du schickst die Ware zurück. Insgesamt kannst du also fast einen Monat haben. Das ist gut zu wissen. Und wer zahlt den Rückversand? Muss ich das bezahlen? Das kommt auf den Shop an. Manche Shops bezahlen den Rückversand. Das steht oft in den AGB oder es steht kostenloser Rückversand. Aber viele Shops verlangen, dass du es selbst bezahlst. Das kann zwischen 5 und 10 Euro kosten. Also immer in den AGB nachschauen. Das ist wichtig. Und was ist mit dem Geld? Wann bekomme ich mein Geld zurück? Der Shop muss dir das Geld innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. Aber Achtung, er darf warten, bis er die Ware zurückbekommt. Oder bis du beweist, dass du sie abgeschickt hast. Das bedeutet, ich sollte einen Versandbeleg aufheben, richtig? Als Beweis? Genau, immer den Beleg aufheben. Manche Leute fotografieren ihn auch mit dem Handy. Das ist eine gute Idee. So hast du einen Beweis. Super Tipp. Und jetzt die Frage an unsere Zuschauer. Hattet ihr schon mal Probleme bei einer Rücksendung? Erzählt uns eure Geschichte in den Kommentaren. Gute Frage, Henry. Jetzt sprechen wir über Garantie. Das ist etwas ganz anderes als das Rückgaberecht. Bei der Garantie geht es darum, wenn etwas kaputt ist oder nicht richtig funktioniert. Okay, also ich kaufe einen Fernseher und nach 2 Monaten geht er kaputt. Dann greift die Garantie? Ja, aber wir müssen hier genau sein. Es gibt 2 Dinge. Die gesetzliche Gewährleistung und die freiwillige Garantie vom Hersteller. Viele Leute verwechseln das. Oh, das klingt kompliziert. Lass uns mit der gesetzlichen Gewährleistung anfangen. Was ist das? Die gesetzliche Gewährleistung ist ein Recht, das jeder Käufer in Deutschland hat. Sie dauert 2 Jahre. Wenn du etwas kaufst und es ist kaputt oder funktioniert nicht richtig, kannst du zum Verkäufer gehen. 2 Jahre, das ist ziemlich lang. Aber gilt das für alles? Ja, für fast alles. Für neue Sachen 2 Jahre, für gebrauchte Sachen manchmal nur 1 Jahr. Das kann der Verkäufer bei gebrauchten Waren reduzieren, aber nicht bei neuen.
Verstehe. Und was kann ich machen, wenn etwas kaputt ist? Bekomme ich mein Geld zurück? Nicht sofort. Zuerst muss der Verkäufer versuchen, das Produkt zu reparieren oder es umzutauschen. Das nennt man Nacherfüllung. Du als Kunde kannst wählen, Reparatur oder Austausch. Aha, also ich kann sagen, bitte reparieren Sie es oder geben Sie mir ein neues. Genau, aber der Verkäufer kann sagen, das ist zu teuer oder unmöglich. Dann kann er die andere Option anbieten. Und wenn beides nicht klappt, kannst du den Preis mindern oder vom Kauf zurücktreten. Preis mindern bedeutet, ich bekomme etwas Geld zurück, aber behalte das Produkt? Richtig, zum Beispiel, du hast einen Laptop für 1.000 Euro gekauft. Er hat einen kleinen Fehler, funktioniert aber noch. Du kannst sagen, ich möchte 100 Euro zurück. Dann behältst du den Laptop. Und zurücktreten bedeutet, ich gebe das Produkt zurück und bekomme alles Geld zurück? Genau, aber das geht nur, wenn der Fehler wirklich wichtig ist. Wenn es nur ein kleiner Kratzer ist, kannst du nicht zurücktreten. Das wäre unfair. Das macht Sinn. Jetzt eine Frage. Wer muss beweisen, dass das Produkt kaputt war? Ich oder der Verkäufer? Sehr gute Frage. In den ersten 6 Monaten musst du nichts beweisen. Der Verkäufer muss beweisen, dass das Produkt in Ordnung war. Nach 6 Monaten ändert sich das. Dann musst du beweisen, dass der Fehler schon beim Kauf da war. Das ist wichtig zu wissen. Also, wenn mein Fernseher nach 3 Monaten kaputt geht, ist das einfach. Aber nach 8 Monaten muss ich beweisen, dass er schon vorher kaputt war? Genau, deshalb ist es gut, alle Belege aufzuheben. Kassenzettel, Rechnungen, alles. Und wenn möglich, mach Fotos vom Produkt, wenn du es kaufst. Das ist ein super Tipp. Und was ist jetzt mit der Herstellergarantie? Das ist doch noch etwas anderes, oder? Ja, die Herstellergarantie ist freiwillig. Der Hersteller oder der Verkäufer bietet sie an, muss es aber nicht. Oft steht da 2 Jahre Garantie oder 5 Jahre Garantie. Das ist extra, zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung. Okay, aber was ist der Unterschied? Wenn ich sowieso 2 Jahre Gewährleistung habe, warum brauche ich eine Garantie? Gute Frage. Die Garantie kann besser sein als die Gewährleistung. Zum Beispiel, bei der Garantie musst du vielleicht nichts beweisen, auch nicht nach 6 Monaten. Oder die Garantie gilt länger, zum Beispiel 5 Jahre statt 2. Aha, also die Garantie kann mir mehr Sicherheit geben, aber sie ist freiwillig. Der Verkäufer entscheidet, ob er sie anbietet. Richtig und wichtig, die Garantie hat oft Bedingungen. Zum Beispiel musst du das Produkt registrieren oder du musst den Kaufbeleg aufheben. Manche Garantien gelten nicht, wenn du das Produkt selbst repariert hast. Das ist wichtig. Also immer die Garantiebedingungen lesen. Und hey, liebe Zuschauer, habt ihr schon mal eine Garantie genutzt? War es einfach oder kompliziert? Schreibt es uns. Sehr gute Frage, Henry. Jetzt ein wichtiger Punkt. Was ist, wenn der Verkäufer sagt, keine Garantie oder keine Gewährleistung? Kann er das machen? Kann er sagen, du hast keine Rechte? Nein, die gesetzliche Gewährleistung kann er nicht ausschließen. Das ist ein Recht, das du immer hast. Wenn ein Verkäufer das versucht, ist das illegal. Gut zu wissen. Also, auch wenn im Laden ein Schild hängt, keine Rücknahme, keine Gewährleistung, gilt das nicht? Genau, solche Schilder sind oft illegal. Du hast trotzdem deine Rechte. Aber Achtung bei privaten Verkäufen, zum Beispiel auf eBay Kleinanzeigen. Da kann der Verkäufer die Gewährleistung ausschließen, wenn er privat verkauft. Aha, also bei einem Geschäft oder Unternehmen habe ich immer Gewährleistung, aber bei Privatleuten nicht unbedingt? Richtig. Wenn du privat kaufst, musst du vorsichtig sein. Frag vorher, ob der Verkäufer die Gewährleistung ausschließt. Das muss dann klar im Kaufvertrag stehen. Verstehe. Und was ist mit dem Online-Kauf? Gilt da dasselbe? Ja, egal ob du im Laden oder online kaufst, die gesetzliche Gewährleistung gilt immer bei Unternehmen. Und online hast du zusätzlich das Widerrufsrecht, wie wir vorher besprochen haben. Das ist praktisch. Also, Online-Kaufen ist oft sicherer, weil ich mehr Rechte habe. Genau, aber du musst die Fristen kennen. 14 Tage für Widerruf, 2 Jahre für Gewährleistung. Das sind wichtige Zahlen. Emilia, lass uns ein paar Beispiele machen. Das hilft unseren Zuschauern, alles besser zu verstehen. Gute Idee, Beispiel 1. Ich kaufe ein Smartphone online. Es kommt an, aber mir gefällt die Farbe nicht. Was kann ich machen? Du kannst es innerhalb von 14 Tagen zurückschicken. Du musst keinen Grund nennen. Das ist das Widerrufsrecht. Richtig, Beispiel 2. Ich kaufe einen Toaster im Laden. Nach 3 Wochen funktioniert er nicht mehr. Was jetzt?
Du gehst zurück zum Laden, du sagst, der Toaster ist kaputt, bitte reparieren oder austauschen. Das ist die gesetzliche Gewährleistung. Super, Beispiel 3. Ich kaufe einen Laptop mit 3 Jahren Herstellergarantie. Nach 20 Monaten geht er kaputt. Was mache ich? Du hast 2 Möglichkeiten. Entweder du nutzt die gesetzliche Gewährleistung und gehst zum Verkäufer, oder du nutzt die Herstellergarantie und gehst zum Hersteller. Du kannst wählen. Genau, oft ist die Garantie schneller oder einfacher, aber du hast immer beide Rechte. Und noch ein Beispiel. Ich kaufe Schuhe im Laden. Ich trage sie eine Woche und sie sind unbequem. Kann ich sie zurückgeben? Nein, im Laden hast du kein Rückgaberecht, nur weil sie unbequem sind. Aber wenn sie kaputt sind oder einen Fehler haben, dann ja, das wäre Gewährleistung. Verstehe. Also, gefällt mir nicht ist kein Grund im Laden, nur online beim Widerrufsrecht. Richtig. Und jetzt ein schwieriges Beispiel. Ich kaufe eine Waschmaschine. Nach einem Jahr macht sie komische Geräusche, funktioniert aber noch. Was kann ich tun? Du gehst zum Verkäufer und sagst, die Waschmaschine hat einen Fehler. Aber du bist schon über 6 Monate, also musst du vielleicht beweisen, dass der Fehler schon vorher da war. Genau, das kann schwierig sein. Vielleicht brauchst du einen Techniker, der das bestätigt. Das kann kosten. Deshalb ist es wichtig, Fehler früh zu melden. Sehr wichtig. Wenn etwas nicht richtig funktioniert, nicht warten, sofort zum Verkäufer gehen. Richtig. Und noch ein Tipp, mach alles schriftlich. Schreib E-Mails oder Briefe. Sag genau, was das Problem ist. Das hilft, wenn es später Streit gibt. Guter Tipp. Und bewahre alle Antworten auf. Druck sie aus oder speichere sie. Das ist dein Beweis. Genau, jetzt sprechen wir über einen wichtigen Punkt. Was ist, wenn der Verkäufer nicht kooperiert? Was kann ich tun? Das ist eine gute Frage. Manche Verkäufer sagen, das ist nicht unser Problem oder das haben sie selbst kaputt gemacht. Was dann? Bleib ruhig und sachlich, erkläre deine Rechte. Sag, ich habe ein gesetzliches Recht auf Gewährleistung. Wenn das nicht hilft, schreib eine offizielle Beschwerde oder Reklamation. Eine Reklamation, das ist wie ein formeller Brief, richtig? Genau, du schreibst einen Brief oder eine E-Mail. Du erklärst das Problem, wann du gekauft hast, was kaputt ist. Du setzt eine Frist, zum Beispiel 14 Tage, und du sagst, was du möchtest, Reparatur, Austausch oder Geld zurück. Und wenn der Verkäufer immer noch nicht reagiert? Dann kannst du zur Verbraucherzentrale gehen. Das sind Organisationen, die Verbrauchern helfen. Sie können dich beraten, was du tun sollst. Manchmal schreiben sie auch Briefe für dich. Das klingt hilfreich. Und kostet das Geld? Manchmal eine kleine Gebühr, aber oft ist die erste Beratung kostenlos. Es lohnt sich, dorthin zu gehen. Sie kennen alle Rechte und helfen dir. Super. Und wenn alles nichts hilft, kann ich dann vor Gericht gehen? Ja, aber das ist der letzte Schritt. Für kleine Beträge gibt es das Mahnverfahren. Das ist einfacher und billiger als ein normaler Prozess. Für größere Beträge brauchst du vielleicht einen Anwalt. Das klingt kompliziert, aber gut zu wissen, dass es Möglichkeiten gibt. Hoffentlich brauchen unsere Zuschauer das nie. Genau, in den meisten Fällen klappt es gut. Die meisten Verkäufer sind fair und helfen dir. Aber es ist gut, seine Rechte zu kennen. Absolut. Jetzt noch ein paar praktische Tipps für unsere Zuschauer. Was sollte man immer machen, wenn man etwas kauft? Erstens, bewahre den Kassenzettel oder die Rechnung auf. Das ist der wichtigste Beweis, dass du etwas gekauft hast. Ohne das wird es schwer, deine Rechte zu nutzen. Stimmt. Ich fotografiere meine Kassenbons oft mit dem Handy. Die Tinte verblasst manchmal nach ein paar Monaten. Sehr gute Idee. Zweitens, lies die AGB, besonders bei Online-Käufen. Da steht, wie die Rücksendung funktioniert und wer den Versand bezahlt. Ja, AGB sind manchmal lang und langweilig, aber wichtig. Drittens. Bewahre die Verpackung auf, wenn du online kaufst. Du brauchst sie für die Rücksendung. Richtig. Viertens. Wenn du eine Garantie hast, registriere das Produkt. Manche Hersteller verlangen das und bewahre die Garantiekarte auf. Fünftens. Melde Fehler sofort, warte nicht. Je früher du ein Problem meldest, desto einfacher ist es. Und sechstens. Sei höflich, aber bestimmt. Verkäufer helfen dir lieber, wenn du freundlich bist. Aber du musst auch klar sagen, was du möchtest. Sehr gute Tipps. Und jetzt eine Frage an unsere Zuschauer. Welcher Tipp war für euch am hilfreichsten? Schreibt es in die Kommentare. Henry, lass uns noch über ein paar besondere Situationen sprechen. Was ist zum Beispiel mit Lebensmitteln? Kann ich die zurückgeben? Gute Frage. Ich denke, Lebensmittel sind ein bisschen anders, oder? Ja.
Bei Online-Käufen gilt das Widerrufsrecht nicht für Lebensmittel, die schnell verderben. Zum Beispiel frisches Fleisch oder Milch. Das macht Sinn, oder? Ja klar, die könnten ja schlecht werden. Aber was ist, wenn die Milch schon beim Kauf sauer war? Dann greift die Gewährleistung. Wenn das Produkt von Anfang an kaputt oder schlecht war, kannst du es zurückgeben. Du bekommst dein Geld zurück oder ein neues Produkt. Verstehe. Und was ist mit Kleidung? Kann ich die online kaufen und zurückschicken, wenn sie nicht passt? Ja, Kleidung kannst du online kaufen und innerhalb von 14 Tagen zurückschicken. Viele Leute bestellen mehrere Größen und behalten nur eine. Das mache ich auch manchmal, aber manche Shops mögen das nicht, oder? Stimmt, manche Shops haben Regeln gegen exzessive Rücksendungen. Wenn du zu oft bestellst und zurückschickst, können sie dich als Kunde ausschließen. Aber das ist selten. Okay, also nicht übertreiben. Nur bestellen, was du wirklich brauchst. Genau. Und noch etwas. Bei versiegelten Produkten wie CDs, DVDs oder Software gilt das Widerrufsrecht nicht, wenn du das Siegel geöffnet hast. Aha, also wenn ich eine CD kaufe, öffne und höre, kann ich sie nicht zurückgeben? Richtig. Aber wenn die CD kaputt ist oder nicht funktioniert, hast du trotzdem Gewährleistung. Du kannst sie umtauschen oder reparieren lassen. Das ist gut zu wissen. Und was ist mit personalisierten Produkten? Zum Beispiel ein T-Shirt mit meinem Namen? Personalisierte Produkte kannst du nicht zurückgeben. Das Widerrufsrecht gilt nicht, weil sie extra für dich gemacht wurden. Das ist fair, oder? Ja, macht Sinn. Niemand sonst will ein T-Shirt mit meinem Namen. Genau, aber auch hier, wenn das Produkt kaputt ist oder nicht wie bestellt, hast du Gewährleistung. Es gibt also viele Ausnahmen, aber die Grundregel ist, Gewährleistung hast du immer bei Fehlern. Widerruf nur online und nur für normale Produkte. Perfekt zusammengefasst. Und jetzt noch ein Thema. Was ist mit Dienstleistungen? Zum Beispiel, wenn ich einen Friseur besuche oder einen Handwerker beauftrage. Oh, gute Frage. Kann ich eine Dienstleistung zurückgeben? Bei Dienstleistungen ist es anders. Wenn du online einen Vertrag für eine Dienstleistung abschließt, hast du auch 14 Tage Widerruf. Aber nur, wenn die Dienstleistung noch nicht begonnen hat. Aha, also wenn ich online einen Handwerker buche und er noch nicht da war, kann ich stornieren? Ja, aber wenn du sagst, bitte fangen Sie sofort an und unterschreibst, dass du auf dein Widerrufsrecht verzichtest, dann nicht. Das ist kompliziert, aber gut zu wissen. Und bei der Qualität der Dienstleistung gibt es auch Gewährleistung. Wenn der Handwerker schlechte Arbeit macht, kannst du verlangen, dass er es nochmal macht oder den Preis mindern. Das ist fair. Wenn ich für etwas bezahle, sollte es gut gemacht sein. Genau, aber bei Dienstleistungen ist es oft schwieriger zu beweisen. Deshalb ist es wichtig, alles schriftlich zu haben. Angebot, Vertrag, Bestätigung. Sehr wichtig. Und mach Fotos, wenn etwas nicht stimmt. Das ist dein Beweis. Richtig. Jetzt noch ein letztes Thema. Was ist mit Rabatten und Sonderangeboten? Habe ich da auch alle Rechte? Gute Frage. Wenn ich etwas im Sale kaufe, habe ich dann weniger Rechte? Nein, auch bei Rabatten hast du die gleichen Rechte. Gewährleistung und Widerruf gelten genauso. Es gibt keine Reduzierung der Rechte, nur weil das Produkt billiger war. Das ist super. Also, auch wenn ich ein Produkt für 50% billiger kaufe, habe ich 2 Jahre Gewährleistung? Genau, aber Achtung bei Beware oder Ausstellungsstücken. Das sind Produkte mit kleinen Fehlern, da steht oft dabei, welche Fehler es gibt. Diese Fehler sind dann keine Gewährleistungsfälle. Verstehe. Wenn ich also einen Fernseher mit einem kleinen Kratzer billiger kaufe, kann ich nicht sagen, der Kratzer ist ein Fehler, weil ich das vorher wusste. Richtig, aber wenn andere Fehler auftreten, hast du trotzdem Gewährleistung. Nur die bekannten Fehler sind ausgeschlossen. Das macht Sinn. Also immer genau lesen, was bei Beware steht. Genau, und lass dir das schriftlich geben, nicht nur mündlich, so hast du einen Beweis. Super Tipp. So, liebe Zuschauer, wir haben heute viel gelernt. Fassen wir kurz zusammen. Gute Idee. Erstens, bei Online-Käufen hast du 14 Tage Widerrufsrecht. Du kannst ohne Grund zurückgeben. Zweitens. Bei allen Käufen von Unternehmen hast du 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung. Wenn etwas kaputt ist, kannst du Reparatur oder Austausch verlangen. Drittens, die Herstellergarantie ist extra und freiwillig. Sie kann besser sein als die Gewährleistung. Viertens. Bewahre immer deine Belege auf. Kassenzettel, Rechnungen, E-Mails. Das ist dein Beweis. Fünftens, melde Fehler sofort. Je früher, desto besser. Und sechstens. Kenne deine Rechte.
Verkäufer können die Gewährleistung nicht ausschließen, wenn sie ein Unternehmen sind. Perfekt. Und denkt daran, die Verbraucherzentrale hilft euch, wenn ihr Probleme habt. Ihr seid nicht allein. Das war's für heute. Wir hoffen, diese Folge hat euch geholfen. Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie in die Kommentare. Und vergesst nicht, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal. So verpasst ihr keine neue Folge von Dankecast Deutsch. Genau. Und teilt die Folge mit euren Freunden, die auch Deutsch lernen. Zusammenlernen macht mehr Spaß. Wir haben auch eine Frage an euch. Was möchtet ihr im nächsten Video lernen? Schreibt eure Ideen in die Kommentare. Wir lesen alle. Und jetzt zu euch. Habt ihr schon mal ein Produkt in Deutschland zurückgegeben? War es einfach oder schwierig? Erzählt uns eure Geschichte. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Geschichten. Jede Geschichte hilft anderen zu lernen. Richtig. Und denkt daran, Fehler machen ist okay, auch bei Garantie und Rückgabe. Das Wichtigste ist, dass ihr eure Rechte kennt und sie nutzt. Absolut, ihr habt Rechte als Käufer in Deutschland. Nutzt sie. Habt keine Angst, zum Verkäufer zu gehen und zu sagen, das ist nicht richtig. Genau, seid höflich, aber bestimmt. Ihr bezahlt für ein Produkt, es sollte gut sein. Und wenn ihr unsicher seid, fragt, hier in den Kommentaren, bei der Verbraucherzentrale oder bei Freunden. Es gibt immer Hilfe. Super. So, das war eine lange Folge, aber hoffentlich sehr hilfreich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Dankecast Deutsch. Tschüss und viel Erfolg beim Deutschlernen. Tschüss. Und denkt daran, Deutsch lernen ist eine Reise. Jede Folge bringt euch einen Schritt weiter. Wir sind stolz auf euch. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut und bleibt neugierig. Tschüss zusammen, bis bald.